hast Rückenschmerzen in unterem Rücken, die manchmal in den Po oder sogar in die Beine ziehen. Du fühlst dich steif nach dem Sitzen und hast das Gefühl, dein Rücken wird immer unbeweglicher. Dann bleib dran, denn heute sprechen wir über Osteochondrose oder Bandscheibenverschleiß. Was es genau ist, warum es Beschwerden machen kann, aber auch warum das nicht automatisch schlimm ist. Und vor allem, welche 5 Übungen dir helfen können, deinen Rücken wieder belastbarer und schmerzfreier zu machen. Osteochondrose der Lendenwirbelsäule. Der Begriff klingt unglaublich medizinisch und oft sogar ein bisschen beängstigend, aber lass mich direkt etwas Wichtiges sagen. Osteochondrose bedeutet nicht kaputt, bedeutet nicht Arthrose und schon gar nicht das Ende deiner Belastbarkeit. Es beschreibt einfach eine Veränderung an der Bandscheiben und an den Wirbelkörper, die ganz normal mit dem Leben und mit den Belastungen entstehen. Genauso wie graue Haare. Unsere Bandscheiben puffern Stoße dank ein gelatinartiges Wasserpolster und halten die Wirbelsäule flexibel. Mit der Zeit oder durch Faktoren wie zum Beispiel zu lange Sitzen, wenig Bewegung, zu viele Belastung, vieles Tragens, kann die Bandscheibe etwas an Flüssigkeit verlieren und flacher werden. Das ist eine normale biologische Anpassung, die bei allen Menschen unterschiedlich schnell und stark verläuft. Bei einer Osteochondrose verändern sich hauptsächlich 2 Dinge. Die Bandscheibe verliert an Höhe und an Elastizität. Sie wird etwas härter, trockener und kann weniger gut Stöße dämpfen. Und die angrenzenden Wirbelkörper, also die Endplatte, die reagieren darauf. Sie werden oft dichter und stabiler. Und manchmal passiert auch ein Umbauprozess. Das kann man dann in dem MRI oder im Röntgen sehen. Das ist kein Kaputtgehen. Es ist ein Umbauprozess, mit dem der Körper versucht, sich an den Belastungen anzupassen. Warum entstehen dann trotzdem Beschwerden? Wenn sich die Biochemie der Bandscheibe verändert, kann es zu einem lokalen Entzündungsprozess oder Entzündungsreaktion kommen. Die Veränderungen in der Stoffwechselaktivität erhöht auch die Sensibilität von den Nerven, die drumherum sind. Das bedeutet nicht unbedingt Schaden, sondern eher ein Reiz oder ein Stress auf die Struktur. Bei längeren andauernden Beschwerden reagieren auch die Nerven drauf. Sie werden sensibler auf Belastung und mit einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit. Das bedeutet, dass kleine Belastungen können sich intensiver anfühlen und so manchmal sogar schmerzhaft. Aber auch die Muskulatur passt sich an. Manchmal in die falsche Richtung, denn wenn wir Schmerzen haben, bewegen wir uns weniger. Dadurch wird die tiefen Rumpfmuskulatur schwächer und die großen oberflächlichen Muskeln verspannen sie sich. Wir halten uns weniger effizient und deswegen ist unsere Haltung auch nicht so gut. Der Rücken wird steifer und ein steifer Rücken bedeutet mehr Druck, mehr Empfindlichkeit und auch mehr Schmerzen. Und genau das fühlt sich dann so an, als das Problem an der Struktur wäre. Die Beschwerden kommen also weniger von der Struktur selbst, sondern von der geringen Belastbarkeit, die schwächere Muskulatur, steifer Beweglichkeit und einem empfindlicheren Nervensystem. Und genau deshalb hilft Bewegungen so gut. Übungen verbessern die Ernährung der Bandscheiben, stärken die Muskulatur, machen die Wirbelsäule belastbarer und regulieren das Schmerzsystem. Studien zeigen klar, dass regelmäßiges Training bei chronischen Rückenschmerzen eine der effektivsten Behandlungsmethoden ist. Und wie du deinen Rücken wieder trainieren kannst, um deine Schmerzen zu lindern und mehr Bewegung zu bekommen, das zeige ich dir jetzt mit diesen 5 Übungen. Und wir beginnen unseren Training mit einer leichten Mobilisationsübung der unteren Lendenwirbelsäule. Dafür solltest du dich auf den Boden hinlegen, deine Beine sind aufgestellt, hüftbreit auseinander. Dein wichtigster Referenzpunkt sind deine Fersen. Die sollten die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Als nächstes ist es wichtig, dass der Oberkörper so weit wie möglich und so fix wie möglich auf dem Boden bleibt.
Um deinen Hebel etwas zu verbessern, kannst du auch gerne die Arme ausstrecken bzw. beugen, aber die Ellenbogen fest auf dem Boden lassen. Deine Füße, die sind hüftbreit auseinander, die Ferse bleiben fix auf dem Boden. Und von dieser Position aus bewegst du dann beide Knie in eine Richtung. Versuch mal beide Beine nach unten fallen zu lassen, aber die Schulterblätter, die müssen fest auf dem Boden bleiben. Du versuchst hauptsächlich die Bewegung in der unteren Partie von der Lendenwirbelsäule zu fokussieren. Bewege beide Knie in eine Richtung, dann erstmal zur Mitte ganz aktiv und dann in die andere Richtung. Lass die Ferse fest auf dem Boden und du rollst die nur einmal nach innen und dann wieder nach außen. Komplett in die Mitte, Ferse bleiben unten und dann rollst du in die andere Richtung. Versuche diese Übung vor allem langsam durchzuführen, damit die Strukturen, die Muskulatur, das Bindegewebe, die Faszien und auch die Gelenke zu Bewegungsende gebracht wird und dort ein bisschen in die Dehnung auch bleiben können, bevor du bewusst die Muskulatur wieder aktivierst und das Ganze in die andere Richtung durchführst. Diese Übung dient nicht nur zur Mobilisation, sondern hat auch einen Effekt auf die Bauchmuskulatur. 10 Wiederholungen solltest du in jeder Seite machen und im besten Fall auch gleich 2 Serien davon. Und als nächstes machen wir gleich weiter mit einer Übung zur Stärkung deiner Bauchmuskulatur. Nicht nur Bauch, sondern dein Ganzkörpertraining. Denn bei dieser Übung aktivierst du Oberschenkel, Gesäß, Bauch, Rücken und Armmuskulatur. Dafür solltest du in Vierfüßlerstand gehen. Du kannst auch gerne, falls du Beschwerden an den Zehen oder an den Füßen hast, einen kleinen Kissen hier unten an den Sprunggelenk platzieren. Falls du Beschwerden hast, kann es dir da ein bisschen Hilfe verschaffen. Platziere deine Knie hüftbreit auseinander in 90 Grad in der Hüfte und auch 90 Grad im Kniebereich. Deine Hände sind schulterbreit auseinander und direkt unterhalb von deiner Schultergelenke. Aus dieser Position mit deinem Blickrichtung nach unten versuchst du nun minim nur die Knie etwas hochheben. Und du bleibst in dieser Position für 10 Sekunden. Achte darauf, dass du dein Gesäß nicht zu weit nach oben hebst, sondern wirklich nur ein bisschen vom Boden hochheben und dann wieder loslassen. Und das Ganze solltest du dann 5-mal wiederholen. Mindestens 10 Sekunden sollst du das durchhalten. Im besseren Fall kannst du dann sogar bis zu 20. Hebst deine Knie etwas hoch, spann ganz bewusst deinen Bauch ein, so als ob du jetzt eine ganz enge Hose anziehen würdest. Die Lendenwirbelsäule bleibt stabil. Du lässt deine Knie ein kleines bisschen von dem Boden hoch, hältst in der Position, Druck auf die Zehspitze und dann wieder los. Diese Übung hilft dir extrem dabei, sowohl deine Bauchmuskulatur, den unteren Bauchmuskel, aber auch Gesäß- und Rückenmuskulatur zu aktivieren. Patienten, die Rückenschmerzen haben, vor allem wegen einer Bandscheibendegeneration, sollten auch die Bauchmuskulatur bzw. die Stabilisationsmuskulatur gut trainieren. Und genau deshalb machen wir jetzt die nächste Übung. Die nächste Übung ist eine Side Plank oder eine Seitenplank. Dafür solltest du dich auf die Seite hinlegen. Deine Unterarm soll auf dem Boden bleiben. Die Hand ist Richtung Boden zeigend. Dein Schulter oder dein Ellenbogen ist direkt unter der Schulter. Zu Beginn kann es dir helfen, dass du deine Füße gegen die Wand platzierst. Das wird dir etwas mehr Stabilität geben. Den oberen Arm platzierst du dann über deine Hüfte oder du hältst sie einfach mal an der Taille fest. Du bleibst mit den Schulter, Becken und Knie in ungefähr einer Linie, drückst deine Füße gegen die Wand und von dieser Position solltest du versuchen, das Becken dann vom Boden zu heben. Bleib ein paar Sekunden oben und komm dann langsam wieder runter. Die Variante mit der Bewegung, also hochheben, kurz oben bleiben und dann runterkommen, ist für viele Patienten etwas schwieriger. Wenn es für dich auch ist, dann erhöhe einfach die Zeit, wo du oben bleibst. Das heißt, du hebst das Becken hoch
und bleibst in der Position für mindestens 10 Sekunden. Und das Ganze wiederholst du dann 5 Mal. Oder du machst diese dynamische Bewegung für 10 Mal jede Richtung. Achte darauf, dass dein Arm nicht so weit nach oben ist, weil dadurch wird die Übung etwas schwieriger und das alles fühlt sich etwas instabiler an. Zieh den Arm schön zu dir ran, in eine gerade Winkel zu deiner Schulter, Füße gegen die Wand, Knie sind gebeugt und dann das Becken einfach mal heben. Wenn du mit einer Seite fertig bist, ist es auch wichtig, dass du genau auch die andere Seite trainierst. Also einmal umdrehen, Ellenbogen gebeugt, direkt unterhalb von deiner Schulter, Handfläche Richtung Boden, den oberen Arm an der Taille oder auf die Hüfte platzieren. Du kannst deine Füße gegen die Wand, das gibt dir ein bisschen mehr Stabilität. Und dann spann ordentlich Bauch- und Gesäßmuskel an und heb dich von der Hüfte nach oben hin. Versuche in einer Linie zu bleiben, damit dein Becken weder nach vorne und noch nach hinten dreht. Bleib oben ein paar Sekunden und senke es dann wieder ab. Diese Übung kannst du sehr gut abwechselnd machen. Also erstmal auf einer Seite, dann auf der anderen Seite und das Ganze einfach zweimal wiederholen, damit du mindestens deine 2 Serien hast. Versuche auch hier ganz bewusst dein Becken nicht nach vorne kippen zu lassen. Das sehe ich sehr häufig, dass du schön in einer Linie bleibst. Und wenn es für dich leichter ist, halte einfach mal oben deine 10 Sekunden und wiederhole das Ganze 5 Mal. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit einfachen Übungen Schmerzen lindern kannst und den Alltag ohne Beschwerden zu gestalten, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Jetzt zeige ich dir noch 2 Übungen. Eine zur Mobilisation und Dehnung und die zweite ist zur Kräftigung. Diese Übung eignet sich perfekt für die Küche. In dem Fall würdest du dich dann direkt an dem Waschbecken festhalten. In dem Fall hier bei mir kann ich mich auch an dem Fensterbrett festhalten. Wichtig ist, dass du irgendwo hast, wo du dich ordentlich reinhängen lassen kannst. Wo du dich fest greifen kannst vorne, aber dein Gewicht komplett fallen lassen kannst. Und so sollte es aussehen. Du hältst dich oder du fixierst deine Hände an dem Waschbecken, am Fensterbrett, da wo du dich ordentlich reingreifen kannst und gehst dann mit deinen Füßen nach hinten. Und von der Position aus, deine Knie sollten die ganze Zeit durchgestreckt bleiben, deine Füße hüftbreit auseinander, bewegst du deinen Rücken nach unten und dein Gesäß nach hinten. Ziel ist, dass du sowohl in den Rücken als auch an der hinteren Oberschenkelmuskulatur eine Dehnung spürst. Und wenn du in der Position bist und keine Dehnung hast, dann kannst du dir sicher sein, dass deine Füße nicht lang oder nicht weit genug nach hinten sind. Also beweg deine Füße noch ein bisschen weiter nach hinten. Dann bringst du dein Gewicht etwas nach vorne in so eine Liegestütze-Position und schiebst als nächstes das Gesäß nach hinten und dein Kopf zwischen deine Arme. Deine Knie sollen komplett durchgestreckt sein. Du gehst von der Position wieder nach vorne in so eine leichte Überstreckung. Die Fersen dürften schon ein bisschen heben. Und als nächstes Gesäß wieder nach hinten, Oberkörper nach unten, Brustkorb Richtung Boden bewegen. Deine Knie komplett durchgestreckt halten und dann wieder nach vorne etwas durchhängen lassen. Und langsam wieder nach hinten, Knie durchgestreckt. Schön festhalten, je höher das ist, desto weniger muss man dann halt auch nach hinten gehen. Knie bleiben durchgestreckt, lass die Dehnung zu in den hinteren Teil von der Oberschenkel und deinen Rücken oder den Brustkorb nach unten Richtung Boden drücken. Und dann wieder nach vorne, etwas durchziehen, etwas durchstrecken und wieder nach hinten. Diese Übung verbessert sowohl deine Beweglichkeit als auch die Dehnung deiner Oberschenkelmuskulatur. Und wenn du sowieso schon in der Position bist, kannst du auch gleich eine Übung machen zur Aktivierung, Stärkung deiner Bauch- und Beinmuskulatur. Lehn die etwas nach vorne ab,
Halt ein bisschen von deinem Gewicht vorne an dem Waschbecken oder an dem Fensterbrett fest. Deine Hüfte oder deine Beine sind hüftbreit auseinander. Achte jetzt darauf, dass dein Rücken gerade bleibt. Du sollst weder in Hohlkreuz gehen, noch das Becken nach vorne ziehen, sondern spann bewusst Bauch- und Rückenmuskulatur an, bleib in der Position und jetzt marschierst du. Also bring dein Knie nach vorne, wieder runter und dann das andere Bein. Das Schwierigste bei dieser Übung ist genau, dass du vom Rücken her nicht bewegst. Spann dein Bauch- und Rückenmuskulatur so an, dass die Bewegung nur an den Beinen stattfindet und du nicht hoch und runter gehst, sondern stabil, Gewicht etwas ablegen vorne, bleib in der Position, atme weiter, Knie nach oben und strecken. Knie nach oben und strecken. 20 Schritte solltest du geben, also 10 Mal jedes Bein heben und wieder senken. Du bleibst die ganze Zeit auf die Fußspitze und achtest darauf, dass sowohl die Bauchmuskulatur als auch Rücken und Gesäß die ganze Zeit aktiv bleiben. Im besten Fall schaffst du 2 bis 3 Serien von der Übung. Das waren meine 5 Übungen zur Osteochondrose-Behandlung oder Abnutzung der Bandscheiben. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!